Das metaphysische Bedürfnis, das der Jargon vorschiebt, hat seinen innerweltlichen Aspekt. Ihn verleugnet der Jargon durch prompte Vergeistigung. Je geflissentlicher der Jargon seinen Alltag zelebriert, gleich wie in Mockerie über das Kierkegaardsche Desiderat der Einheit des Sublimen und Pedestren, desto trüber vermischt er die Kategorien, desto mehr wird ihm das Alltägliche zur grundlosen Versicherung der eigenen Transzendenz und die Transzendenz zur trügenden Nähe des Jetzt und Hier. Nochmals Bollo. Auf diese grundlegende Bedeutung des Wohnens für das gesamte menschliche Dasein zielt dann auch Heideggers Schlussbemerkung, mit der er an die Wohnungsnot als eine der großen Schwierigkeiten unserer Zeit anknüpft. Die eigentliche Not des Wohnens, so sagt er hier, besteht nicht erst im Fehlen von Wohnungen, obgleich auch diese Not wirklich nicht leicht genommen werden soll, aber dahinter verbirgt sich eine andere, tiefere Not, dass der Mensch sein eigenes Wesen verloren hat und darum nicht zur Ruhe kommt. Die eigentliche Not des Wohnens beruht darin, dass die Sterblichen das Wohnen erst lernen müssen. Wohnen lernen aber heißt die Notwendigkeit dessen begreifen, dass der Mensch im Angesicht des Bedrohenden sich einen bergenden Raum schafft und sich getrosten Mutes in diesem niederlässt. Aber umgekehrt ist die Möglichkeit dieses Niederlassens dann wieder in einer bedrohlichen Weise mit der Beschaffbarkeit einer Wohnung verbunden. Bollo zu Ende. Schlicht wird der bergende Raum der Geborgenheit aus der Notwendigkeit abgeleitet, dass der Mensch sich einen schafft. Der sprachliche Lapsus, verursacht vom widerstandslosen Geplätscher des Jargons, radiert behend alles aus, wofür der Jargon eingespannt wird. Selbstgefällig schaudert er vor der Unbehaustheit. Das Spiel mit der Wohnungsnot aber ist ernster als die Attitüde existenziellen Ernstes. Die in allen Angehörigen der hochkapitalistischen Länder lauernde, administrativ abgewehrte und darum an den platonischen Sternenhimmel projizierte Furcht vor Arbeitslosigkeit, selbst in Perioden glorreicher Vollbeschäftigung. Weil jeder weiß, dass nach dem Stand der Technik die Arbeit, die er verrichtet, überflüssig wäre, empfindet jeder seinen Erwerb als verkappte Arbeitslosenunterstützung, ein vom gesellschaftlichen Gesamtprodukt der Erhaltung der Produktionsverhältnisse zuliebe willkürlich und auf Widerruf abgezweigtes. Wem keine Lebenskarten ausgestellt werden, der könnte prinzipiell morgen weggeschickt werden. Die Völkerwanderung könnte sich fortsetzen, welche die Diktatoren bis nach Auschwitz hinein schon einmal ankurbelten.